Hallo und willkommen. Heute mache ich Sriracha-Soße. Das ist eine scharfe, fermentierte Peperoni- bzw. Paprikasoße. Warum ich die selber mache? Weil ich dann weiß, was drin ist oder besser gesagt, was nicht drin ist. Nämlich Geschmacksverstärker. Auf die bin ich allergisch und zwar nicht nur sprichwörtlich. Wie ihr schon gesehen habt, schneide ich dazu natürlich gewaschene Peperoni in kleine Stücke und gebe sie mitsamt der Kerne in einen Standmixer. Die Kerne werden nicht entfernt, denn in ihnen sitzt die Schärfe, die der Soße hinterher ihre Würze gibt. Ebenso zerschneide ich Gemüsepaprika, bei denen ich allerdings die Kerne entferne. Wer eine sehr scharfe Soße herstellen möchte, verzichtet auf die Gemüsepaprika und verwendet stattdessen noch mehr Peperoni. Bevor ich das Gemüse mixe, gebe ich noch Gewürze hinzu, und zwar 3 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Meersalz und 80 Gramm Wasser. Und wer will, gibt auch noch 4 klein geschnittene Knoblauchzehen dazu. Der Mixer wird mit dem Deckel fest verschlossen, damit er sich beim Mixen nicht selbstständig machen kann, und dann wird alles zerkleinert. Dafür den Mixer einfach laufen lassen. Irgendwann ziehen sich die oben liegenden Stücke in den Sog der rotierenden Flüssigkeit hinein und man ist auch schon fertig. Die Masse wird in ein großes, steriles Glas gefüllt und bleibt nun 3 Tage bei Raumtemperatur stehen, wobei es einmal am Tag umgerührt werden muss. Ein Glas ist steril, wenn es 5 Minuten in kochendem Wasser abgekocht wurde oder aber frisch aus der Spülmaschine kommt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so sieht die Masse am nächsten Tag aus. Die Schaumbildung ist normal und ein gutes Zeichen. Alles wird einmal vorsichtig umgerührt, wieder abgedeckt und einen weiteren Tag stehen gelassen. Ja, und ich habe es schließlich noch für eine gute Idee gehalten, den Behälter auf einen Teller zu stellen für den Fall, dass etwas auslaufen wollte, was es nicht getan hat. Aber man weiß ja nie. Ein weiteres Mal umrühren und das Tagewerk ist vollbracht. Und dies ist Tag 3. So, die Masse hat jetzt 3 ganze Tage fermentiert und wird nun fertiggestellt. Ich gebe ein Sieb auf einen Topf und schöpfe den oberen Teil meines Soßenansatzes um, bevor ich den Rest darauf gieße. Dies sofort zu tun, habe ich mich nicht getraut, da man nie weiß, ob sich die Masse kontrolliert umfüllen lässt oder ob sie einfach mit einem riesigen Platsch auf meiner Arbeitsfläche landen wird. Anschließend passiere ich den Inhalt so gut wie möglich durch das Sieb. Ich fahre also zunächst mit dem Löffelrücken hin und her und drücke dabei so viel Saft wie möglich durch die Löcher des Siebes. Zwischendurch kratze ich das Sieb von unten frei. Dabei lässt sich auch kontrollieren, ob nicht zu viel Schale und Kerne durchgedrückt werden. Man kann auch sehr gut die Rückseite einer Kelle dafür benutzen. Geschafft! Jetzt wiege ich noch 120 Gramm Essig ab, gebe ihn in die Soße, welche jetzt eingekocht wird. Zum Einkochen nimmt man am besten einen Topf mit einer großen Oberfläche, denn so kann die überschüssige Flüssigkeit schneller verdampfen, als wenn man nur eine geringe Oberfläche hat. Auch sollte man nicht zu wenig Hitze geben, damit der Kochvorgang zügig vonstatten gehen kann. Fertig ist die Soße, wenn sie eine dickliche, sämige Konsistenz erhält. Dann wird sie in einen wiederum sterilen Behälter umgefüllt, beschriftet und im Kühlschrank aufbewahrt. Nach dem Abkühlen wird sie durch den bereits zugegebenen Zucker noch ein klein wenig mehr eindicken. Verwenden lässt sich die Soße sehr vielseitig, zum Beispiel zum Würzen von Paprikagemüse für einen Linseneintopf oder wenn mir unser Ketchup einfach zu langweilig schmeckt. Dabei achte ich immer darauf, dass der Rand und der Deckel meines Aufbewahrungsgefäßes sauber bleiben. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer viel Spaß beim Nachkochen.